Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsrezeptvideo von mir. Heute stellen wir 3 köstliche Rezepte mit Brombeeren her. Da wir jetzt gerade Brombeerzeit haben und diese wilden, unglaublich gesunden Früchte überall im Wald und in der Natur kostenlos finden können, wo sie an jeder Ecke zu finden sind und wie Unkraut wachsen, sollten wir diese köstlichen und gesunden Früchte unbedingt nutzen, sie in der Natur pflücken und sammeln und dann köstliche Rezepte daraus herstellen. Vor einer Woche war ich hier in England bei meiner Tochter zu Besuch, wo wir gerade das beste Erntestadium erreicht haben und pralle, voll reife, süße Brombeeren pflücken konnten. Im Gegensatz zu hier in Deutschland, wo schon viele Brombeeren vertrocknet sind. Trotzdem kann man sie auch hier noch überall bis in den September hinein ernten. Wir sehen, wie schön und leicht sie abfallen in die Hand. Und wenn sie ganz schwarz sind und weich und ebenso ganz leicht abfallen, dann haben sie das perfekte Reifestadium erreicht. Und so könnte man sie direkt vom Strauch konsumieren. Was auf jeden Fall zu empfehlen wäre, denn dann würden wir die volle Palette an Nährstoffen abbekommen. Sobald man sie lagert und aufhebt im Kühlschrank oder auch im Gefrierschrank, verlieren sie immer mehr ihrer Nährstoffe. Trotzdem hatten wir bei dieser Ausbeute natürlich auch gleich sehr viele gesammelt, um sie dann im Kühlschrank für einige Tage aufzubewahren und dann die köstlichsten Rezepte damit herzustellen, und einige haben wir sogar auch eingefroren. Und hier hatte ich dann auch gleich einen köstlichen, sehr nährstoffreichen Lubrikator hergestellt, indem ich ein Bio-Ei hinzugegeben hatte, 2 Teelöffel Erythrit-Stevia-Mischung, 2 Teelöffel Bio-Sahne, nicht nur wegen des guten Geschmacks und der Gesundheit von Bio-Sahne, sondern auch um die Kohlenhydrate der Milch abzumildern. Denn Milch beinhaltet Laktose, also Milchzucker, der den Blutzuckerspiegel anheben kann, und um den etwas abzumildern, damit der Blutzucker immer schön konstant bleibt, kommt dann die Sahne und das Ei dazu. In meinem Video zu den 10 lebensverändernden Glucose-Hacks hatte ich nochmal im Detail erklärt, wie man den Blutzuckerspiegel immer schön konstant und niedrig halten kann. Das Video verlinke ich euch hier oben. Wir hatten jetzt zwischenzeitlich auch gesehen, dass wir noch die Schale einer Bio-Zitrone hinzugegeben hatten und eben mit Biomilch aufgefüllt hatten, und dann hatten wir das eben gesiebt. Das ist wichtig bei den Brombeeren, weil die viele kleine Samen beinhalten, die man nicht unbedingt so gerne mitessen möchte. Ja, und damit haben wir schon unseren köstlichen Brombeer-Lubrikator oder Brombeer-Smoothie oder auch Brombeer-Milkshake genannt. Alle 3 Begriffe passen hier jetzt dazu. In jedem Fall wäre es natürlich noch zu empfehlen, einige Eiswürfel da hineinzugeben und dann dieses leckere Getränk jetzt im heißen Sommer zu konsumieren. Solch ein Getränk ist nicht nur sehr erfrischend, sondern auch sehr nährstoffreich, während es gleichzeitig auch noch sättigend ist, aufgrund der Milch, der Sahne und dem Ei. In Deutschland wieder angekommen, hatte ich natürlich gleich wieder auch Brombeeren gesammelt und dann fast das gleiche Rezept nochmal hergestellt, mit dem kleinen Unterschied, dass ich hier noch etwas Cranberry-Pulver hinzugegeben habe. Das ist aber natürlich optional, und anstelle der Kuhmilch hier jetzt Kokosmilch verwendet hatte. Ich hatte auch noch etwas Zitronensaft hinzugegeben. Wer den Smoothie vegan halten möchte, lässt das Ei, was ich noch hinterher zugegeben habe, einfach weg. Was ich allerdings sehr schade fände, denn das Ei liefert uns unglaublich viele wichtige Nährstoffe. Beide Smoothies schmecken extrem herrlich, aber haben eben einen unterschiedlichen Geschmack, denn der eine ist ja mit Milch und Sahne hergestellt und der andere eben mit Kokosmilch. Auch hier wird der Smoothie dann nochmal wieder abgesiebt, damit wir diese Kerne daraus bekommen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen zu tun, denn die vielen Samen darin sind sehr störend, wenn man dann diesen leckeren Smoothie konsumiert. Was jetzt interessant ist, dass diese beiden Smoothies sehr unterschiedlich in der Farbe sind. Der erste, in England hergestellte, hat eine blaue, lilane Farbe und dieser hier eine eher rote, rosane Farbe. Und das liegt an dem unterschiedlichen pH-Wert, denn hier hatten wir etwas Zitronensaft hinzugefügt. Denn die Anthocyane in den Brombeeren nehmen in einer alkalischen, also basischen Umgebung, also bei einem höheren pH-Wert, eine blaue bis violette Farbe an. Und in einer sauren Umgebung, also bei einem niedrigeren pH-Wert, werden die Anthocyane rosa bis rot. Was in diesem Smoothie gut zu sehen ist, weil wir hier den Zitronensaft hinzugegeben hatten. Was nun die gesundheitliche Wirkung dieser Powerfrüchte betrifft, so stecken sie voll lebenswichtiger Inhaltsstoffe, welche den Körper ausreichend mit Vitaminen, Mineralstoffen und mehr versorgen. So gilt die Superfrucht besonders für Nerven und Knochen als gesund, denn durch das enthaltene Provitamin A wirken sich die kleinen Früchte äußerst positiv auf die Augen und die Nerven aus. Aber auch Magnesium, Eisen und Mangan steckt darin, welches wir im Falle von Magnesium für den Aufbau unserer Muskeln und Nerven benötigen, im Falle von Mangan
für die Knochenstruktur und das Bindegewebe und im Falle von Eisen, dass unser Blut genügend Sauerstoff aufnehmen kann. Auch bei Magen- und Bauchschmerzen helfen die süßen Früchte. Auch sind wilde Brombeeren blutreinigende und harntreibende Powerfrüchte und sie wirken als Anti-Aging-Wunderwaffe, denn das in den aromatischen Beeren enthaltene Vitamin E weist zellschützende Eigenschaften auf. Es hilft also im Kampf gegen freie Radikale. Hier stellen wir jetzt eine ganz leckere Soße her aus Berberitzen, Erythrit stevia als Süßungsmittel, hier den gefrorenen Brombeeren, etwas Vanilleextrakt und 2 Esslöffel Wasser. Entsteht dann diese leckere Soße, die wir dann auch nochmal wieder absieben werden. Und sobald wir auch hier wieder die störenden Samen ausgesiebt haben, werden wir diese Soße für einen leckeren Pudding benutzen. Diejenigen, die meine Videos immer anschauen, kennen dieses Rezept schon, das hatte ich schon mal hochgeladen. Nur hatte ich damals für diese rote Soße eben die wilden Heidelbeeren benutzt. Das Video mit dem vollständigen Rezept dazu verlinke ich euch gerne hier oben nochmal. Was nun die Anthocyane in den Brombeeren betrifft, so sind dies sekundäre Pflanzenstoffe, also sogenannte Bioflavonoide, die zu den kraftvollsten Antioxidantien der Natur gehören und unsere Zellen vor Alterung, Entartung und Krankheit beschützen. So beugen sie Entzündungen vor, schützen vor Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes, Alzheimer und Parkinson. Denn aufgrund ihrer antioxidativen Kraft sind sie in der Lage, im Körper Sauerstoffradikale zu deaktivieren und somit oxidativen Stress und viele damit in Zusammenhang stehende chronische Krankheiten zu verhindern. Und die meisten Anthocyane und Nährstoffe befinden sich in den wilden Brombeeren. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.